Moin Moin, hier ist er wieder, euer Wanderer an tollen Orten. Und zwar mit neuen Touren und Infos von meiner Südschwedenreise. Jo, und da sage ich mal gleich, fahr doch mal nach Blekinge zum Järnavik-Archipel. Auf eine schöne Wanderung könnt ihr euch freuen. Zudem gibt es noch Infos von meinem Standort auf Järnaviks Camp. Und zum Schluss noch eine interessante Variante, um mit der Fähre nach Schweden und zurückzukommen. Daraus ergeben sich nämlich zeitlich gute Möglichkeiten, um zum Beispiel eine berühmte Schiffssetzung zu besuchen. Los geht's! Und da sehen wir schon die beiden Städte Karlshamn und Karlskrona an der schwedischen Südküste. Und fast in der Mitte, da liegt das kleine Örtchen Järnavik unter Järnavik-Archipel. Auf diesen Parkplatz wollen wir hin und der ist sehr leicht zu finden. Kurz vor Järnavik Hafen von der Hauptstraße einfach nach rechts in den Kamrawegen einbiegen. Und nach wenigen 100 Metern kann man dann sein Auto kostenlos abstellen. Und die kleine, aber feine Wanderung um den Archipel starten. Nach kurzer Strecke tauchen wir ein in den Buchenwald. Und jetzt Ende Mai ist das Laub der Bäume noch frisch und scheint hellgrün. Blekinge wird oft als der Garten Schwedens bezeichnet. Zwischen dichten Buchenwäldern und den unzähligen Schäreninseln versteckt sich ein Wandergebiet, das selbst viele Schweden kaum kennen. Ja, und deshalb nehme ich euch heute mit nach Järnavik. An einen Ort, an den man die Zeit leicht vergessen kann. Ja, und nach wenigen Minuten durch den schattigen Buchenwald öffnet sich die Landschaft überraschend und offenbart diesen herrlichen Blick. Wir schauen auf eine ehemalige Feuchtwiese, ein Lebensraum, der früher landwirtschaftlich genutzt wurde und heute vielen Pflanzen und Tieren als Rückzugsort dient. Schon im Wald fallen diese großen Granitblöcke auf. Sie sehen sehr kantig und zerbrochen aus. Diese Felsen wurden durch Frost und Verwitterung aus dem Gestein herausgelöst. Und so zeigt der Wald den Granit, wie ihn die Natur zerbrochen hat. Später dann auf dem Hochplateau zeigt es denselben Granit, aber dann, wie ihn das Eis glatt poliert hat. Wir marschieren weiter auf unserer kleinen Wanderung und diese Wegemarkierung fällt uns ins Auge. ARK 56. Was mag das bedeuten? ARK 56, das ist nicht der Name eines einzelnen Wanderweges, sondern es ist ein Netzwerk aus Wander-, Rad-, Kajak- und Bootstouren, das sich durch das gesamte UNESCO-Biosphärenreservat Blekinge Archipel zieht. Und dieses touristische Infopaket gibt es auch als App für das Smartphone. Eine tolle Geschichte. So, wieder auf der Strecke. Zugegeben, es ist nur eine kleine Wanderung von circa 4 Kilometern. Das klingt nicht sonderlich viel. Aber dafür findet man unterwegs einige Hotspots, die zum Verweilen einladen. Und das braucht dann seine Zeit. Tja, und wie bestellt, da taucht schon der nächste schöne Verweilort auf.
Der Blick öffnet sich auf eine der schönsten Buchten der Wanderung. Das hohe Schilf, die kleinen Inseln und diese unglaubliche Ruhe. Genau so stellt man sich die Schärenküste von Blekinge vor. Während der letzten Eiszeit schliffen gewaltige Gletscher den Granit. Als das Eis schmolz, füllte das Meer die Vertiefungen und zurück blieb die einzigartige Schärenlandschaft mit ihren zahllosen Buchten und Inseln. Ein tolles Plätzchen zum Einhalten. Der Wanderer auf dem Foto, der macht es genau richtig. Weiter geht es durch den Märchenwald. Järnavik liegt mitten im UNESCO-Biosphärenreservat Blekinge-Archipel. Seit 2011 gehört diese einzigartige Küstenlandschaft zum weltweiten Netzwerk der UNESCO-Modellregionen. Mittlerweile geht es gut bergan und gleich kann man die Aussicht von oben genießen. Hier wieder eine rote Markierung. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Ja, aber oben angekommen, da geht es auch schon wieder herunter. Es wird hier zwar ein wenig kraxelig, aber dafür hat man ja das Geländer wieder frisch erneuert und so kommt man gut die Steine herunter. Fast auf Meereshöhe passiert man dann noch dieses schön gelegene Haus. Bevor die Beine wieder etwas zu tun bekommen, denn es geht gut bergan. Aber die Belohnung folgt auf dem Fuße. Wow! Was für ein Ausblick hier auf das Wasser, vom Granitfelsen aus. Da setze ich mich doch einfach mal hin und lasse die Landschaft auf mich in aller Ruhe wirken. Und während ich hier so ruhig sitze und auf das Meer schaue, ist ein wenig Zeit, meinen Standort, nur einen guten Kilometer entfernt, euch vorzustellen. So, wir haben uns mal schnell an den Eingang von Järnaviks Camping gebeamt und blicken auf das Rezeptionshäuschen. Und der erste Eindruck ist schon mal positiv, denn alles sieht sehr gepflegt aus. Der Campingplatz liegt ganz am Ende des Örtchens Järnavik und man sieht, er umfasst ein recht großes Areal. Zumindest auf den ersten Blick, denn ich schätze mal so circa 150 Stellplätze werden zur Verfügung stehen. Also kein riesiger Platz. Im vorderen Bereich des Platzes haben sich meist Festcamper niedergelassen und im mittleren Bereich finden sich dann vermehrt Feriengäste. Und auf dem großen Wiesenbereich am Ende des Platzes befindet sich eine große Zeltwiese, aber auch zum Beispiel ein kleiner Fußballplatz. Die Stellplätze, finde ich, die sind sehr großzügig bemessen. Da hat man also mehr als ausreichend Platz. Zentral im vorderen Bereich gelegen befindet sich der schön angelegte Servicebereich.
mit Grillplatz und vielen Sitzmöglichkeiten. Na, und der Aufenthaltsraum, der sieht doch sehr schön und gemütlich aus, oder? Was sagt ihr? Und im Übrigen, dies ist keine bezahlte Werbung, sondern ein persönlicher Tipp bzw. eine persönliche Empfehlung meinerseits, damit das auch mal deutlich gesagt ist. Hier der Sanitärbereich, immer tippitoppi sauber. Die Spülküche und die Küche für die Essenszubereitung. Das sieht schon alles toll aus, was mit Sicherheit auch daran liegt, dass sich Janawicks Camping in Privatbesitz befindet und von Lisa super gemanagt wird. Und so findet man auch diese niedliche Eckchen, die den Campingplatz einfach heimisch machen. Und hier geht es sozusagen zum Außenbereich des Platzes, denn das Restaurant und das Strandbad gehören mit zu Janawicks Camping. Ja, und da auf der Terrasse, da lässt es sich gut aushalten, würde ich einfach mal so sagen. Ja, Fazit, der Campingplatz liegt in schöner Umgebung und ist sehr gepflegt und sauber. Man macht also nichts verkehrt, Janawicks Camping zu besuchen. Der Platz ist einfach eine Reise wert. Also, mir hat es hier sehr gut gefallen und so sage ich Tschüss, Janawicks Camping. So, die Pause ist zu Ende und es geht weiter auf unserem Weg. Steinig geht es bergab und die Südspitze haben wir nun hinter uns gelassen. So erreichen wir nun den Blick nach Osten. Und blicken auf die Hafeneinfahrt Janawicks. Schroffe und felsige Klippen bestimmen den Blick. Jo, das sieht schon toll aus. Und die Augen ein wenig nach links gewendet, da erblickt man auch schon den kleinen Hafen des Örtchens. Aufgrund seiner geschützten Lage war er im Mittelalter ein wichtiger Umschlagsplatz hier an der Südküste. Und man bedenke, bis 1658 gehörte Blekinge noch zu Dänemark. Und der Hafen hatte deshalb auch eine strategische Bedeutung für den Handel und die Schifffahrt zwischen Dänemark, Norddeutschland und dem Ostseeraum. Erst der Frieden von Roskilde machte Blekinge zusammen mit Skåne und Holland zu schwedischem Staatsgebiet. Eine Grenzverschiebung, die Skandinavien bis heute prägt. So, nach kurzer Strecke erreichen wir wieder den Kamrawegen und damit auch den Parkplatz. Und da schaut das Auto auch schon um die Ecke und so hoffe ich, diese Wanderung hat euch gefallen. Wenn diese Wanderung in eure Reiseplanung passt, dann werdet ihr hier einen schönen Nachmittag verbringen können. Und in diesem Sinne wiederhole ich meinen Eingangssatz, fahrt doch einfach mal nach Blekinge zum Janawicks-Archipel. Halt, noch nicht wegklicken, es folgt noch ein kleiner interessanter An- und Abreisetipp. Und hier der Reisetipp. Warum nicht mal mit der Nachtfähre von Świnoujście in Polen nach Ystad in Schweden fahren? Das hat auch einige Vorteile.
So beträgt die Anfahrt ab dem Berliner Ring nach Svinousie nur 225 Kilometer auf verkehrsärmeren Autobahnen. Also recht entspanntes Fahren ist angesagt. So hat man den ganzen Tag Zeit für die Anfahrt zur Fähre und ist dann früh am Morgen in Istra und kann in Ruhe sein Ziel ansteuern. Und auf der Rücktour hat man auch noch gut Zeit, bis die Fähre dann ablegt. Daher mein Tipp für die Rückreise. Plant vor der Abfahrt der Nachtfähre noch einen Stopp bei Ales Stena ein. Das gewaltige Steinschiff hoch über der Steilküste ist einer der schönsten Orte in Skåne. Ales Stena zählt zu den größten Schiffssetzungen Skandinaviens. Ob sie einst als Grabstätte oder als kultischer Versammlungsort diente, das ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Die Anlage besteht aus 59 Steinen und ist rund 67 Meter lang und bilden den Umriss eines Schiffes. Es ist eines der eindrucksvollsten prähistorischen Monumente Skandinaviens. Und keine 100 Schritte von der Schiffssetzung entfernt lässt man sich auf dem Steilufer nieder und blickt auf die Weite der See. Und im Sommer ist es ja lange hell, da ist immer noch Zeit auf dem Weg von Kieseberga nach Istra, nur wenige Kilometer vor dem Fährhafen, den feinen Sandstrand in der Abendsonne zu genießen. Ein toller Schlusspunkt für euren Schwedenurlaub. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö.